Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flyth Universe Video. Heute mit dem Public Test Server Manifest. Klingt so ernst irgendwie, finde ich, aber damit ist einfach nur gemeint Infos über die Testserver-Periode, die jetzt startet. Wir haben erstmal den Pre-Test, der hätte eigentlich heute losgehen sollen am Freitag, geht jetzt aber tatsächlich erst am Montag los, Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Oktober. Und ja, das ist dieser Pre-Test für die Leute, die in Manila vor Ort waren, sich da einen Code geholt haben. Es gibt jetzt auch einen Public Test Server Discord. Ob es das unbedingt gebraucht hätte, ist die Frage. Aber warum es den gibt, das kommt gleich. Und das ist relativ viel Text tatsächlich. Und ich weiß, wie viele Leute es hassen, englische Texte zu haben und so. Ich persönlich auch, weil ich muss es vorlesen und dann muss ich es eh nochmal übersetzen. In eigenen Worten letztendlich, was einfach das Video deutlich länger macht. Und ja, deswegen habe ich mir Grok AI zur Hilfe geholt und das Ganze einfach übersetzen lassen. Und ich hoffe, die Übersetzung ist relativ gut. Genau, und deswegen lesen wir uns das einfach hier drüben durch. Also, der Zweck des Testservers. Der Flyth Universe Public Test Server, im Folgenden als PTS bezeichnet, ist eine Testumgebung für zukünftige Updates, in der eine Auswahl von Spielern eingeladen wird, an groß angelegten Tests teilzunehmen. Das Ziel des PTS ist es, reale Spielerinteraktion und Gameplay mit neuen Features besser nachzuahmen, damit das Zielupdate reibungslos auf die Live-Server übertragen werden kann. Der PTS dient als sichere Umgebung, um neue Features umfassend zu testen und den Spielern eine direktere Möglichkeit zur Rückmeldung über die Zielfeatures zu geben. Er wird genutzt, um Entwicklungsfehler zu erkennen, das Gleichgewicht von Features gegebenenfalls zu verbessern oder andere notwendige Änderungen vorzunehmen. Die Natur des PTS folgt nicht der eines Live-Servers in Bezug auf Update-Zeitpläne, Event-Zeitpläne, Cache-Up und mehr. Da es sich um eine Testumgebung handelt, kann sie zeitweise instabil und unvorhersehbar sein, wobei Updates jederzeit nach Ermessen der Entwickler eingespielt werden. Das bedeutet, dass sie Abstürze, Serverausfälle, Rollbacks oder andere Probleme erleben können. Liste der wichtigsten Änderungen für V1.5.0. Für V1.5.0 her eine Liste der wichtigsten Features und Änderungen, auf die der Entwickler das meiste Feedback erwarten. Beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste der Änderungen oder Patch Notes ist und es viele weitere kleine Änderungen gibt, sondern okay, das sondern passt hier irgendwie nicht, aber sondern eine Übersicht über neue Dinge, die getestet werden müssen. Jetzt lese ich es jetzt tatsächlich auf Englisch vor, weil ich habe gesehen, dass hier, ja, ist ein bisschen komisch, weil der AI weiß ja nicht, dass das Flyth ist und wie das auf Deutsch heißt. Also, was gibt es? Third Jobs, neue Third Job Skillsystem, Master-Variationen der Skills, passive Skills, Skill Synergies, also Kombos vielleicht, New Stats Skills, Charging Skills etc. Klingt tatsächlich ziemlich, ja, interessant. Auch ehrlich gesagt ein bisschen bedrohlich, weil sich anscheinend vieles ändern wird mit den neuen Skills, also viele neue Sachen dazukommen, die wir so noch nicht kennen. Deswegen, ja, mal schauen. Dann Skill Pages, also vermutlich so ähnlich wie Stat Pages. Maximum Level Cap Increase, New Equipment, Kylun Continent, Ankus Asylum, New Dungeon Mechanics, Increased Maximum Ultimate Upgrades and Different Upgrade System Past +5. Das war das, was ich schon auch geäußert hatte, mein Bedenken ganz am Anfang vor einer Woche, als die Pre-Register-Phase von dem neuen Update begonnen hat. Wegen dem, wie zum Teufel soll man jemals eine Ultimate-Waffe +10 haben? +5 ist schon ziemlich kostspielig, ziemlich teuer, ziemlich schwierig. Wenn das einfach weitergehen würde mit niedrigeren Wahrscheinlichkeiten, ab +6, dann wäre das literally unmöglich. Also nicht unmöglich, aber es würde unfassbar viel Geld kosten. Das würde sich niemals rentieren. Also schon mal gut zu lesen, dass es eben nicht so geplant ist, einfach weiterzumachen sozusagen und es noch teurer werden zu lassen, sondern dass was anderes geplant ist. Dann Ultimate Jewel Synthesis, das haben wir auch schon auf der Pre-Register-Seite gesehen. Im Endeffekt das gesamte Ultimate Jewel-System, wie es aktuell funktioniert, wird komplett über den Haufen geschmissen und ergibt dann deutlich mehr Sinn, weil du einfach 3 Jewels zu einem höheren kombinierst mit einer 100% Success Chance und so weiter. Und dann Graphical Updates, Water, Soft Particles, Rain Reflections, also nochmal grafische, ja, Verbesserungen, wie wir sie schon auch bei Reborn gesehen haben. Und bei New Horizon, also eigentlich in jedem Update kamen irgendwelche grafischen Verbesserungen. Habe ich grundsätzlich kein Problem mit, aber darauf sollte definitiv nicht der Fokus liegen. So.
Empfohlene Testverfahren. Das Wichtigste ist zwar einfach, das Spiel zu spielen und sich mit neuen Features auseinanderzusetzen, doch es gibt einige Empfehlungen der Entwickler, um den PTS möglichst produktiv zu gestalten. Testen Sie neue Features, setzen Sie sich aber auch mit älteren Inhalten auseinander. So stellen wir sicher, dass durch die Erstellung neuer Inhalte nichts Bestehendes kaputt gegangen ist und der Übergang auf die Live-Server reibungslos verläuft. Wenn Sie Flive Universe auf mehreren Geräten spielen, nutzen Sie gelegentlich alle und nicht nur eines. Je mehr Geräte getestet werden, desto sicherer können wir sein, dass grundlegende technische Änderungen wie Engine-Verbesserungen weiterhin kompatibel sind. Tauschen Sie sich mit der Community und Ihren Mittestern aus. Gruppenspiel ist etwas, das ohne groß angelegte Tests wie den PTS nur schwer zu prüfen ist. Diskussionen unter den Testern fördern das Gleichgewicht und erzeugen kohärenteres Feedback. Versuchen Sie, das Spiel zu brechen. Wenn Sie seltsame Randfälle finden, die nicht das gewünschte Ergebnis liefern, ist der PTS der perfekte Ort dafür. Schauen Sie im Abschnitt Bug Bounty nach, das könnte relevant sein. Geben Sie bei Feedback relevante Informationen an. Wenn Sie zum Beispiel einen grafischen Bug im Zusammenhang mit Wasser melden, erwähnen Sie unbedingt, auf welchem Gerät der Bug auftrat und fügen Screenshots bei. Weitere Infos finden Sie im Abschnitt Feedback geben. Ja, finde ich gut, dass das hier so klargestellt wird, dass das Ganze auch, ich sehe gerade, ich muss ein bisschen größer machen, oder? Aber ich lese es ja hier vor. Ja, das wird wieder zu groß. Ja, finde ich gut, dass das hier nochmal klar gesagt wird, dass man auch wirklich testen soll und nicht einfach dort den neuen Content grinden soll. Was ja sinnlos ist, weil es ja sowieso nur ein Testserver ist. Also du behältst ja nichts davon, was du da grindest. Also grinden macht da eigentlich ziemlich wenig Sinn. Es geht wirklich mehr darum, einfach zu testen. Genau, auszuprobieren. Und ja, also klingt auf jeden Fall gut durchdacht. Cashshop. Auf dem PTS haben alle kostenlose F-Coins. Sie können diese F-Coins im Cashshop nach Belieben einsetzen, um den Testprozess zu unterstützen. Das ermöglicht ein angemessenes Testen von Cashshop-bezogenen Features wie Änderungen an Upgrade-Systemen. Also jo, wir werden auf dem Testserver alle zu Ultra-Cashern mit unendlich F-Coins. Aber ja, ist natürlich logisch. War damals ja bei... Nee, ich glaube sogar damals hatte man begrenzte... Ich glaube, bevor Flive Universe released wurde, hatte man tatsächlich nicht unendlich F-Coins. Man hatte, glaube ich, nur 10.000 oder so. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, man hatte nicht unendlich. Wäre damals wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. Leveln und Raten. Also zumindest bei dem Beta-Test, wo ich mitgemacht habe. Es gab noch andere Tests, wo ich nicht mitgemacht habe. Da kann es vielleicht auch gewesen sein, dass es unendlich gab. Aber bei dem Test, wo ich mitgemacht habe, war es auf jeden Fall nicht so. Der Erfahrungsgewinn auf dem PTS ist beschleunigt. Das soll sicherstellen, dass die meiste Zeit für das Testen neuer Features genutzt wird und nicht fürs Leveln angesichts der zeitlichen Begrenzung der PTS-Phasen. Die Erfahrungsrate liegt etwa beim 10-fachen eines Live-Servers und kann während der PTS-Periode nach Ermessen der Entwickler variabel angepasst werden. Klassenwechsel, Schriftrollen sind ebenfalls verfügbar, mit denen Sie auf demselben Charakter zwischen Klassen wechseln können, falls gewünscht. Außerdem können PTS-Phasen es erlauben, dass Charakter mit einem festgelegten Level und einer Klasse starten, zum Beispiel Level 160. Dropraten sowie Penja-Raten sind ebenfalls erhöht, können jedoch je nach Testanforderungen geändert werden, falls die Entwickler Feedback zu den ursprünglichen Dropraten wünschen. Beachten Sie, dass bei PTS-Phasen mit erheblichen Änderungen an bestehenden Systemen wie V1.5.0 die Spieler und werden dazu ermutigt, okay, die Klammer ergibt irgendwie keinen Sinn, auch an alten Inhalten teilnehmen müssen, wie zum Beispiel Leveln mit Skills der ersten und zweiten Jobs, das Durchlaufen alter Dungeons und so weiter. Deshalb erlauben Levelwechsel Schriftrollen nicht direkt auf 165 und dritte Jobs zu springen, da umfassende Tests alterer Features erforderlich sind, um sicherzustellen, dass alles normal funktioniert. Okay, das klingt tatsächlich nicht so cool, das klingt wie Arbeit. Ich will nochmal gucken, wie es mit der Klammer hier steht. Ah, okay, das unter da einfach. Ah, okay. Naja, ja, also wurde ja hier oben schon erwähnt, dass man auch ältere Inhalte testen soll. Und hier steht jetzt letztendlich drin, nicht nur soll, sondern du wirst auch fast ein bisschen dazu gezwungen, wenn du so eine Job-Change-Scroll benutzt. Ja, gut. Gehört halt dazu dann. Dungeon-Cooldowns. Auf dem PTS sind Dungeon-Cooldowns auf 10% der ursprünglichen Live-Server-Cooldowns reduziert. Das ermöglicht umfassende Tests neuer und alter Dungeons innerhalb der Zeitbeschränkung des PTS. Bug Bounty Program. Ich lese auf Deutsch. Ein gängiges Vorgehen in vielen öffentlichen Testumgebungen ist ein Bug Bounty Programm. Diese Programme zielen darauf ab, Tester zu belohnen und zu motivieren, Bugs zu finden und anschließend zu melden. Der PTS kann nicht kompetitive Belohnungen für die aktivsten Tester oder diejenigen anbieten, die schwere Bugs finden.
Diese Belohnungen können in Form exklusiver Kosmetika auf den Hauptservern sein, wie zum Beispiel ein Umhang, ähnlich dem Alpha-Tester-Umhang, der früheren Spielern des Spiels gegeben wurde, exklusive Titel und mehr. Produktive Tester können zudem garantierten Zugang zu zukünftigen PTS-Phasen erhalten. Heißt also, damit wollen sie sicherstellen, dass Bugs, die gefunden werden, auch tatsächlich gemeldet werden und nicht irgendjemand den Bug dann für sich behält, um ihn dann auf dem Live-Server auszunutzen. Was ich auch bereits schon mal gesagt habe, dass sowas immer die Gefahr auch ist von so einem Pre-Test-Server, dass Leute halt natürlich nur nach Fehlern suchen, von denen sie irgendwie profitieren und dann am besten niemandem davon sagen und darauf hoffen, dass niemand anders den Fehler findet und meldet. Ich meine, alle Fehler werden nicht gefunden werden, alle Fehler werden nicht behoben werden. Es wird bestimmt irgendwas leider auch auf die Live-Server kommen, aber Ziel ist es halt, dass es so wenig wie möglich sein wird und mit diesem Bug-Bounty-Programm wollen sie halt auch das sicherstellen, dass das möglichst zumindest die gravierendsten und meisten Bugs halt abdeckt. Und soll natürlich auch einfach Anreiz sein, dass die Leute es wirklich auch machen letztendlich, weil ich meine, keiner hat Bock, einfach so 10 Stunden zu testen. Ich meine, oder, naja, eigentlich schon, aber man kann schon verstehen, dass natürlich jemand sagt, naja, ich hab so schon kaum Zeit zum Spielen, dann gehe ich jetzt da nicht noch auf einen Testserver, wo ich dann stundenlang spiele und nichts davon habe. Kann man absolut nachvollziehen. Deswegen ist es auch dafür halt eine gute Sache, dass man sich dann nicht fühlt, als hätte man seine Zeit verschwendet oder so. Feedback geben. Der einzige Weg, während des PTS Feedback zu geben, Bugs zu melden oder Vorschläge zu machen, ist der Beitritt zum PTS Discord-Server. Dieser Discord-Server wird hauptsächlich von Entwicklern betrieben und ist der Ort, an dem sie eine direktere Kommunikationslinie haben. Es gibt entsprechende Bereiche und Forum-Threads, bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Feedback in den passenden Bereichen posten. Je durchdachter Sie Ihr Feedback geben, desto höher ist die Chance, dass es bei den Entwicklern Wirkung zeigt. Beachten Sie, dass PTS-Phasen zeitlich begrenzt sind, daher sollte Feedback realistisch bleiben. Außerdem sollte Feedback immer konstruktiv und sinnvoll sein. Troll-Posts oder offensichtlich unkonstruktives Feedback werden ignoriert und können zur Entfernung aus dem PTS führen. Obwohl der PTS-Discord-Server öffentlich ist, haben Sie ohne die Rolle verifizierter Tester keinen Zugriff auf die meisten Kanäle. Diese Rolle wird denen gegeben, die in den PTS aufgenommen wurden und ermöglicht die volle Teilnahme am Discord. Da dieser Discord der Hauptweg ist, um Feedback zu geben, wird von allen genehmigten Testern erwartet, dass sie beitreten. Sobald sie im Spiel sind, kann der Discord auch über ein Menü beim begrenzten NPC-PTS-Manager MewDev in Northern Florine erreicht werden. Genau. Ich weiß nicht, wie genau das mit der Rolle läuft. Also diese Rolle wird denen gegeben, die den PTS aufgenommen wurden. Also ich weiß nicht, wie genau der Kontakt zwischen dem Ingame, weil man musste sich ja über dieses Ingame-Dingens anmelden. Und ich meine, das ist schon wieder eine Weile her, aber ich glaube nicht, dass man da seinen Discord-Namen eingetragen hat, oder? Hat man da seinen Discord? Vielleicht hat man da seinen Discord-Namen tatsächlich eingetragen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her oder so. Aber ja, auf jeden Fall, das ist der vorgegebene Plan. Also alles läuft über diesen Discord. Deswegen habe ich ja gesagt, ob man diesen Discord jetzt direkt gebraucht hätte, kann man drüber streiten, aber letztendlich über eine Website oder sonst was wäre es letztendlich das Gleiche. Ich persönlich bin ja nicht der größte Discord-Fan, muss ich einfach sagen. Aber ja, das ist hier halt die gewählte, der gewählte Kommunikationsweg. Und, jo, da könnt ihr schon mal beitreten. Momentan werdet ihr ja die Rolle nicht bekommen, die verifizierte Testerrolle, weil ja der Testserver erstens noch gar nicht live ist. Und zweitens, man noch theoretisch noch gar nicht weiß, ob man auch eingeladen wurde. Man hat sich ja in Anführungszeichen nur beworben. Also ich glaube zwar, dass einfach jeder angenommen wird, ehrlich gesagt, der sich beworben hat. Aber ja, das weiß man noch nicht. Aber man kann wahrscheinlich trotzdem schon mal beitreten. Und dann kriegt man die Rolle halt, wenn es dann losgeht und man confirmed den Zugang bekommt. Jo. Auf jeden Fall ziemlich umfangreich. Also daran merkt man schon, dass es vor allem den Entwicklern halt ernst ist. Ich denke auch, dass es halt aufgrund der Entwickler überhaupt existiert, weil letztes Jahr gab es ja keinen Testserver und es ist direkt einiges in die Hose gegangen und da haben die Entwickler ja auch so ein bisschen kommuniziert, dass sie auch ziemlich unzufrieden sind dafür, dass nie was getestet wird und so. Und jetzt haben wir halt erstmals eigentlich bei Flyve, ich glaube, es ist das allererste Mal bei Flyve, dass es einen öffentlichen Testserver gibt. Ich bin mir ehrlich gesagt sogar ziemlich sicher, dass es das erste Mal ist. Also ist schon cool. Aber auf der anderen Seite muss man auch bedenken, nicht jeder hat Zeit und Lust darauf. Ich persönlich habe halt auch, also
ich bin persönlich im Zwiespalt, ja, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn so, ich hasse Leaks, ja, ich mag es nicht, wenn Sachen geleakt werden. Ich finde, das zerstört einfach immer so die Vorfreude und Hype, kann da sehr schnell wieder abflachen, vor allem wenn die Leaks halt negativ sind. Und meistens ist das Ziel von Leuten, die Sachen leaken, es auch immer schlecht aussehen zu lassen und niederzumachen. Klar, wenn es dann wirklich schlecht ist, passiert das irgendwann von alleine. Aber wenn es halt schon vorher schlecht gemacht wird, dann kann ja gar kein Hype entstehen, sozusagen. Also Leaks bin ich persönlich absoluter Gegner von, kein Freund von. Und das ist jetzt natürlich hier kein Leak, das ist ja alles offiziell, keine Frage. Aber es flacht natürlich trotzdem den Hype etwas ab, logischerweise, weil du es ja vorher schon ausprobieren kannst. Und das heißt, du kennst es auf jeden Fall schon. Das heißt, selbst wenn es geil ist, ist es dann bei Release nicht mehr so geil, wie es gewesen wäre, wenn du es noch nie probiert hättest. Also wenn es ganz neu wäre quasi. Deswegen bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich finde es einerseits gut, dass es getestet wird. Oder dass man es testen kann. Auf der anderen Seite halt aber auch, wie gesagt, würde es etwas den Hype zu Release dann wahrscheinlich vermindern. Es sei denn, alles, was man sieht, ist so unfassbar gut, dass man sagt, vollkommen egal, es wird das beste Update aller Zeiten so ungefähr. Also ich meine, ich hoffe, dass es so wird, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Habe ich ja nicht ausprobiert. Noch nicht. Und ja, von dem her ist es halt so, ja, wie gesagt, es ist einfach so ein Zwiespalt, so ein persönlicher. Von dem her wollte ich das auf jeden Fall nochmal erwähnen. Aber ja, was man hier so liest, ist auf jeden Fall größtenteils positiv. Das Einzige, wovor ich so ein bisschen Angst habe, sind diese neuen Skills. Also es klingt schon wirklich, also allein schon sowas wie Skills, Synergies. Sowas kennt man eigentlich nur von Elementor, würde ich jetzt fast behaupten. Ich meine, klar, du kannst mehrere Skills hintereinander benutzen oder wie auch immer, die irgendwie miteinander arbeiten. Also du benutzt Ice Arrow und dann Flame Arrow bei Low-Level Ranger Hit and Run. Oder auch bei Psykeeper, du benutzt Gravity Well und Maximum Crisis oder was auch immer. Aber das sind ja eigentlich keine richtigen Skill-Synergien. Du hast einfach zwei Skills, die halt zufälligerweise irgendwie zusammen funktionieren. Eine richtige Skill-Synergie ist eigentlich wirklich fast nur Elementor, beziehungsweise halt, du machst einen Element-Debuff auf den Gegner und danach macht ein anderer Skill mehr Schaden. Also das ist eine richtige und auch wirklich aktiv gewollte Synergie. Die meisten anderen Synergien, würde ich jetzt mal behaupten, sind eher zufällig. Ja, die hat man halt rausgefunden als Spieler, auch wenn Fly nicht so wirklich kompliziert ist, dass man sowas wirklich rausfinden muss. Das ist meistens ziemlich offensichtlich. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Skills sind jetzt nicht wirklich so programmiert, dass sie aktiv zusammenarbeiten, sondern es ist halt mehr einfach, wobei Gravity Well kam nachträglich, kann man sagen. Also bei dem Fall ist es schon so. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall klingt das hier doch etwas, ja, tiefgehender, tiefgreifender, dass es halt wirklich vielleicht sogar erforderlich ist, dass du zwei Skills kombinierst, weil beide Skills einzeln überhaupt keinen Sinn ergeben, sondern eben nur, wenn du sie vielleicht kombinierst. Skill-Pages und so weiter. Also vor allem der Skill-Aspekt wird, glaube ich, das Wichtigste sein. Das wird Hop oder Top sein, denke ich, fürchte ich. Weil wenn das hier kompletter Schmarrn wäre, also wenn alles, was sie hier sich ausgedacht haben, irgendwie den Leuten überhaupt nicht gefällt, wäre das ein riesengroßes Problem. Auf der anderen Seite, wenn es ultra krass ist, ultra gut durchdacht, dann könnte Flav plötzlich zu einem Skill-Based Game werden, wo Skills eine viel größere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Auch vielleicht sogar für 1v1-Klassen oder so, die ja meistens überhaupt keine Skills benutzen, außer Self-Buffs. Also es besteht auch irgendwo die Chance darin, dass Flav etwas mechanischer wird und skilllastiger und damit halt auch irgendwo in den Augen anderer Spieler oder Spiele, die jetzt von Fly vielleicht nicht so begeistert sind, weil sie es als stumpf abtun oder so, als nur doppelklicken und abwarten, bis das Monster stirbt. Also es stehen eine Menge Chancen im Raum, aber wie gesagt, natürlich auf der anderen Seite auch das Risiko, dass wenn das alles nicht so gut durchdacht ist oder den Leuten einfach nicht gefällt, dann ist natürlich auch ein gewisses Risiko vorhanden. Also, aber so ist es immer, wenn man was Neues macht. Ich meine, du kannst es vorher nicht wissen, ob es gut oder schlecht ankommt. Das weißt du erst, wenn du es ausprobiert hast und jo, dann sieht man es schon. Auf jeden Fall sage ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Fly Universe Video wieder. Gerne auch jeden Tag im Livestream, Twitch-Link in der Videobeschreibung und allerspätestens dann auf den Testservern. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.